Hello students, hello everyone, and welcome to my AVZINE channel. My name's AidanEyewitness. The view today from my virtual office is overlooking the old Liverpool Speak Airport. That's the control tower and terminal building constructed in 1938, and today it's a hotel. I took this photo for the book Liverpool Then and Now, which presents old photos of Liverpool side by side with my modern photos. This video presents 27 facts about the Liver building, and it also appears on an article on my aidan.co.uk site, which for some time has been around number 7 on Google if you do a search for Liverpool Liver building. I hope it stays like that. Why not give it a try? In honour of Carl Bernard Bartels, I've also produced a German version of this video. Okay, so it's time to make our way into Liverpool city centre and take a look at this remarkable building. Das Liver Building wurde 1911 fertiggestellt. Es ist eines der ersten mehrstöckigen Stahlbetonkonstruktionen. Das Royal Liver Building und die Liver Birds sind Wahrzeichen von Liverpool. Man sieht die Liver Birds auf den Straßen, an Gebäuden und auf dem Stadtwappen. Das Liver Building ist eines der Three Graces. Die Gebäude stehen Seite an Seite am Areal Pierhead, neben dem Fluss Mersey. Das Liver Building war einst das höchste Gebäude Großbritanniens. Es ist 98,2 Meter hoch bis zu den Turmspitzen. In den letzten Jahren sind in Liverpool höhere Gebäude entstanden. Das Liver Building wurde vom Liverpooler Architekten Walter Aubrey Thomas entworfen. Er entwarf viele Gebäude in Liverpool, darunter auch das Tower Building gegenüber dem Liver Building. Die Liver Birds wurden von dem deutschen Künstler Carl Bernard Bartels entworfen. Leider wurde diese Tatsache viele Jahre lang verschwiegen. Das Liver Building gleicht einigen Gebäuden in den Vereinigten Staaten, zum Beispiel dem Wrigley Building in Chicago. Dieses wurde aber erst 1924 erbaut. Das Liver Building besteht aus Stahlbeton mit einer Granitfassade. Damals glaubten einige Leute, dass Beton für ein hohes Gebäude nicht stark genug sei. Das Liver Building wurde auf einem ehemaligen Dock errichtet. Im späten 19. Jahrhundert wurde das St. George's Dock zugeschüttet. Die Three Graces wurden auf diesem Gelände errichtet. Die Glockentürme enthalten keine Glocken. Es gibt zwar Platz für Glocken, aber es wurden keine installiert, da man dachte, dass ihr Gewicht das Gebäude zum Einsturz bringen könnte. Es wurden 1953 elektronische Glockenspiele installiert. Die Glockentöne wurden mit Hilfe von Klaviersaiten erzeugt und live über einen Lautsprecher im Turm gespielt. Die heutigen Glockenspiele werden digital erzeugt. Im Jahr 2016 wurde ein neuer Glockenmechanismus installiert. Die Klänge sind eine digitale Aufnahme des alten Glockenspiels und werden von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends abgespielt. Die Innenhofmauern wurden mit einer modernen Glasfassade verkleidet. Diese ist von außen nicht einsehbar und lässt mehr Licht in die Räumlichkeiten. Der Glockenturm an der Uferseite hat 3 Zifferblätter. Der Turm an der Landseite hat nur ein Zifferblatt. 8 Zifferblätter wären offensichtlich zu teuer und auch nicht notwendig. Die Zifferblätter sind größer als die des Big Ben. Sie sind 25 Fuß oder 7,6 Meter in Durchmesser. Die von Big Ben sind 23 Fuß oder 7 Meter im Durchmesser. Die Uhren des Liver Buildings sind die größten elektronisch angetriebenen Uhren in Großbritannien. An alle 4 Uhren wird alle 30 Sekunden ein elektrischer Impuls gesendet. Die Zifferblätter der Uhren haben keine Ziffern. Das Gebäudedesign ist traditionell, aber die Zifferblätter sehen modern aus. Die Beleuchtung war früher gelb, jetzt ist sie weiß. Die Uhren des Liver Buildings werden George Clocks genannt.
Die Uhren wurden am 22. Juni 1911 in Betrieb genommen, dem Tag, an dem König Georg V. gekrönt wurde. Eines der Zifferblätter wurde während des Baus als Esstisch verwendet. Auf dem berühmten Foto sehen wir 38 Männer, die um das Zifferblatt herumsitzen. Sie sind prominente Personen der Royal Liver und der Stadt Liverpool. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, Grade 1. Grade 1 bedeutet, dass es von außerordentlichem Interesse und eventuell internationaler Bedeutung eingestuft wurde. Jedes der beiden Liverbirds hält etwas in seinem Schnabel, aber was ist es? Es sieht aus wie ein Zweig, aber es ist wahrscheinlich etwas Seetang. Das Gebäude wurde nach der Royal Liver Assurance Company benannt. Es wurde für ihre 6000 Mitarbeiter gebaut. Im Jahre 2011 fusionierte die Firma mit der Royal London Assurance. Die Royal Liver hat keine Geschäftsräume mehr dort. Das Liver Building ist ein kommerzielles Bürogebäude. Das berühmteste Symbol Liverpools war schon immer ein Bürogebäude. Eine Reihe von Unternehmen haben dort Geschäftsräume. Das Liver Building wurde mehrmals renoviert, zuletzt 2019. Die Fassade wurde in den frühen 70er Jahren gereinigt. Die beiden Liverbirds heißen Bella und Bertie. Der Legende nach hört Liverpool auf zu existieren, wenn sie wegfliegen. Das ist eher unwahrscheinlich, denn die Liverbirds sind sehr groß und sehr schwer. Jedes ist 5,5 Meter hoch, aus Kupfer und wiegt 4 Tonnen. Im Jahre 2019 wurde endlich eine Aussichtsterrasse eröffnet. Das Royal Liver Building 360 Tower Tours and Visitor Experience wurde 2019 eröffnet. Ich kann die Tower Tour wärmstens empfehlen. Ihre Zeit auf der Aussichtsterrasse ist zwar begrenzt, aber es muss so sein, wegen dem Design des Gebäudes und auch wegen den Sicherheitsvorkehrungen. Alles in allem ist die Erfahrung großartig. Ich liebe das Liver Building, es ist eines meiner Lieblingsgebäude und ich hoffe, ihr könnt es bald besuchen. Ich würde mich um einen Daumen hoch freuen und sogar ein Abo. Also vielen Dank und bis bald.